Diese Strategie ist besonders für Anfänger geeignet. Ich helfe Ihnen dabei, sie zu verstehen. Hallo an alle, die bei Olimtree traden. Ich möchte Ihnen eine interessante Strategie vorstellen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Ich bin sicher, Sie haben noch nie davon gehört. Sie ist sehr einfach und effektiv. Wir werden versuchen, unsere Einlage mit mindestens 1,5 zu multiplizieren. Das erste Geschäft ist bereits eröffnet. Kommen wir also zur Analyse. Worum geht es bei der Strategie? Als erstes fügen wir den Indikator hinzu. Im Menü des Oscillators finden Sie Momentum und klicken darauf. Die Einstellungen sind Standard. Was sehen wir nun in der Grafik? Es gibt einen steigenden Trend, da die Minima und Maxima ständig steigen. Hier ist der Trend, die Minima und Maxima. Wir handeln nur mit dem Trend. Wir eröffnen ein weiteres kompensierendes Geschäft. Der Einstieg für diese Geschäfte war ein Durchbruch durch die Widerstandsmarke. Es gab eine Phase, in der die Grafik das Niveau nicht durchbrechen konnte. Sobald das Niveau durchbrechen ist, setzt sich der Aufwärtstrend fort. Eine kleine Korrektur in Richtung dieses Niveaus ist möglich, aber am wichtigsten ist, dass der Preis von diesem Bereich abprallen will. Eröffnen wir ein weiteres Geschäft. Hier ist die Widerstandsstufe und die Bewegung, die die Grafik ausführen soll. Der Widerstandsstufe und die Bewegung, die die Grafik ausführen soll, hoffen wir auf ein gutes Ergebnis. Wie Sie sehen, wurde mein Kontostand für mindestens 3 Einstiege gezählt. Ich empfehle Ihnen, das gleiche zu tun oder 4 Eingänge, wenn Sie zum ersten Mal mit dieser Strategie handeln. Wie Sie sehen, funktioniert die Strategie gut, natürlich nicht mit dem ersten Geschäft. Wir haben die ersten beiden Geschäfte zu früh gemacht und dann war der dritte Deal im richtigen Moment, sodass wir Gewinn gemacht haben. Die steigende Tendenz setzt sich fort. Das letzte Minimum ist höher als das vorherige. Man kann es hier sehen. Der Indikator Momentum zeigt die sich kreuzenden Linien an, was die Stärke der steigenden Tendenz bestätigt. Wir haben die schnelle blaue Linie und die langsame weiße Linie. Ich werde später darüber sprechen. Lassen Sie uns zum nächsten Geschäft kommen. Hier eröffne ich ein Geschäft mit steigender Tendenz. Das Widerstandsniveau ist durchbrochen. Lassen Sie uns die Grafik analysieren. Sehen Sie, es gibt einen steigenden Trend, der da die Minima und Maxima zunehmen. Daher öffnen wir ein Geschäft auf steigende Kurse. Denken Sie dann daran, dass es für einen Anfänger wichtig ist, nur mit dem Trend zu handeln. Der Handel gegen den Trend bringt mehr Risiken. Wir bekommen also einen kleinen Rollback. Ich weiß nicht, ob das Geschäft mit Gewinn abschließen wird, aber ich werde ein weiteres Geschäft auf der Unterstützungsstufe eröffnen. Zurück zur Analyse. Es gibt dieses Niveau, von dem die Grafik abgeprallt ist, eine Reaktion zum Absenken bekam, zu diesem Niveau zurückkehrte, das Niveau mit dieser großen Kerze durchbrach und dabei ist weiter zu steigen, vielleicht nach einer kleinen Korrektur. Was ist mit dem Indikator? Er hat sich in dieser Zone gekreuzt, die blaue Linie hat die gelbe nach oben gekreuzt und da sie über der gelben Linie liegt, ist das ein Zeichen für einen steigenden Trend. Sobald die blaue Linie unter die gelbe Linie fällt, handelt es sich um einen Abwärtstrend. Das war's. Ich schalte auf 5 Sekunden Kerzen um, damit Sie beobachten können und wir warten auf das Ergebnis. Wir erhalten $1.476 Gewinn, wie Sie gesehen haben. Das zweite Geschäft sehr zuversichtlich. Die Grafik prallte von nachgelegtem Niveau ab, gab diese schöne Kerze mit einem Abwärtsschwanz, sodass wir weitermachen können. Hier können wir ein schönes Geschäft für steigende machen. Lassen Sie uns hier und jetzt analysieren. Warum? Global gab es einen Abwärtstrend.
hatte kürzlich einen Aufwärtstrend überging. Man kann es hier sehen, hier war der Trendwechsel, jetzt steigen die Minima und Maxima. Was sehen wir sonst noch? Es gibt einen Unterstützungsbereich um die aktuelle Preisposition. Ich habe den Deal für einen Anstieg von diesem Unterstützungsstufe ausgemacht und erwarte, dass der Grafik davon abprallt. Das Geschäft wird sehr bald abgeschlossen sein, also werden wir es einfach beobachten. Der Indikator zeigt an, dass die blaue Linie über der gelben liegt, was ein weiteres Zeichen für einen Aufwärtstrend ist. Also ist unser Geschäft mit dem Trend sicher. Was ist sonst noch mit diesem Niveau? Bei diesen mehreren Berührungen war das Niveau zunächst ein Widerstand und wandelte sich dann in eine Unterstützung um. Hier war Widerstand und jetzt ist es Unterstützung. Im Moment ist die Grafik auch vom unteren Teil des Unterstützungsniveaus abgeprallt. Der Preis steigt also mit dem Aufwärtstrend weiter an. Ziemlich einfache Analyse. Kommen wir nun zur nächsten Situation. Schauen Sie, hier ist auch ein Potenzial für ein steigendes Geschäft, aber erst nachdem die Grafik die Widerstandsmarke überschritten hat, markieren wir es mit einer horizontalen Linie. Hier ist es. Ja. Sobald der Markt diesen Bereich durchbricht, können wir getrost ein Geschäft mit steigendem Kurs eröffnen. Im Moment besteht das Risiko, dass die Grafik nur von diesem Niveau abprallt, obwohl der Indikator anzeigt, dass es sicher ist. Auch in der Vergangenheit gab es eine kleine Reaktion. Schauen wir mal, wie es hier aussah. Es gab einen Abprall von diesem Niveau, sogar mehr als einen, wie auch immer. Ich warte auf einen Durchbruch wie diesen. Jetzt können wir ein Geschäft für einen Einstieg eröffnen. Wir öffnen eine detaillierte Grafik und warten auf das Ergebnis. Also Leute, Sie haben alles selbst gesehen. Wir machen tolle Geschäfte. Wenn ihr mit mir zusammen handeln wollt, vergessen nicht, meinen kostenlosen Telegram-Kanal über den Link in dem angehefteten Kommentar abonnieren. Wir haben schon mehrere schöne Deals in Serie gemacht. Wenden Sie diese Strategie in Ihrer Praxis an. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handel. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.